Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über wilde Tiere sprechen. Sprichst du gerne über Tiere? Ja, das tue ich. Ich liebe Tiere. Über welches wilde Tier möchtest du sprechen? Ich möchte über Elefanten sprechen. Ich finde Elefanten sehr interessant. Was denkst du über Elefanten? Ich finde Elefanten beeindruckend. Sie sind groß, stark und sehr intelligent. Ich mag, dass sie in Familien leben. Ja, Elefanten sind sehr gesellige Tiere. Sie leben in Gruppen, die Herden genannt werden. Die Herde wird normalerweise von einem weiblichen Elefanten, dem Matriarchen, angeführt. Das stimmt. Der Matriarch ist das älteste und erfahrenste Weibchen. Sie hilft der Herde, Nahrung und Wasser zu finden. Elefanten sind auch sehr sanft. Obwohl sie groß und stark sind sie nicht aggressiv. Sie nutzen ihre Stärke, um ihre Familie zu beschützen. Ich habe Videos von Elefanten gesehen, die miteinander und mit Wasser spielen. Sie scheinen sehr glücklich zu sein, wenn sie spielen. Ich liebe diese Videos. Elefanten benutzen ihre Rüssel, um Wasser zu spritzen und im Schlamm zu spielen. Schlamm hilft ihnen, sich abzukühlen und schützt ihre Haut vor der Sonne. Ja, der Rüssel ist ein erstaunlicher Teil des Elefanten. Er ist wie eine lange Nase, kann aber auch Nahrung aufnehmen, Wasser trinken und sogar Geräusche machen. Elefanten machen viele Geräusche. Sie trompeten mit ihren Rüsseln, erzeugen tiefe Geräusche und kommunizieren sogar mit Vibrationen, die wir nicht immer hören können. Ich finde das sehr interessant. Elefanten sind sehr intelligent und haben ein gutes Gedächtnis. Sie können sich an Orte, andere Elefanten und sogar Menschen erinnern, die sie zuvor getroffen haben. Das ist erstaunlich. Ich habe gelesen, dass einige Elefanten große Entfernungen zurücklegen, um Wasser und Nahrung zu finden. Sie kehren immer an die gleichen Orte zurück. Ja, ihr Gedächtnis hilft ihnen, in der Wildnis zu überleben. Sie wissen, wohin sie gehen müssen, wenn es eine Dürre gibt oder wenn Nahrung knapp ist. Ich finde es auch toll, dass Elefanten freundlich zueinander sind. Wenn ein Babyelefant in Schwierigkeiten ist, kommen die anderen Elefanten der Herde, um zu helfen. Sie kümmern sich um ihre Jungen und helfen sogar verletzten Mitgliedern der Herde. Das zeigt, wie stark ihre Familienbande sind. Elefanten sind sehr gesellig und brauchen die Gesellschaft anderer Elefanten, um glücklich zu sein. Ich stimme zu. Ich denke, das ist ein Grund, warum sie so interessant sind. Sie sind nicht nur große Tiere, sie haben Gefühle und starke Beziehungen. Weißt du, wo Elefanten leben? Ja, das weiß ich. Elefanten leben in verschiedenen Teilen der Welt. Es gibt zwei Hauptarten von Elefanten: afrikanische Elefanten und asiatische Elefanten. Ich habe afrikanische Elefanten in der Savanne gesehen. Sie haben große Ohren, die wie Fächer aussehen, und lange Stoßzähne. Das ist richtig. Afrikanische Elefanten sind die größten Elefanten. Ihre Ohren sind groß, weil sie ihnen helfen, sich bei heißem Wetter abzukühlen. Was ist mit asiatischen Elefanten? Asiatische Elefanten sind kleiner als afrikanische Elefanten.
Sie haben kleinere Ohren und kommen normalerweise in Wäldern und Graslandschaften in Asien vor. Ich finde beide Elefantenarten schön. Ich liebe ihre graue Haut und ihre sanften Augen. Ja, ihre Haut ist dick und faltig, was sie vor der Sonne und Insekten schützt. Ich finde auch, dass ihre Augen viel Intelligenz und Freundlichkeit zeigen. Ich habe gelesen, dass Elefanten in Gefahr sind wegen Wilderei und Habitatverlust. Viele Elefanten werden wegen ihrer Stoßzähne getötet. Das ist sehr traurig. Wilderei ist illegal, aber sie passiert trotzdem. Elefanten brauchen Schutz, um zu überleben. Ich stimme zu. Viele Länder arbeiten daran, Elefanten zu schützen, indem sie Gesetze gegen Wilderei erlassen und sichere Gebiete für sie schaffen. Ich hoffe, dass diese Bemühungen den Elefanten helfen werden zu überleben. Sie sind so wichtige Tiere in unserer Welt. Ja, Elefanten sind ein Teil unseres natürlichen Erbes. Sie helfen, das Ökosystem aufrechtzuerhalten, indem sie Samen verbreiten und Wege im Wald schaffen. Ich finde, wir sollten wilde Tiere wie Elefanten immer schützen. Sie sind ein Symbol für Stärke und Freundlichkeit. Ich stimme zu. Elefanten lehren uns über Familie, Gedächtnis und die Bedeutung, sich um andere zu kümmern. Liam, hast du ein Lieblingswildtier neben Elefanten? Ja, habe ich. Ich mag auch Löwen. Ich finde, Löwen sind sehr mutig und stark. Löwen sind auch interessant. Sie leben in Gruppen, die Rudel genannt werden. Ich mag, dass sie zusammenarbeiten, um zu jagen und ihre Jungen zu schützen. Ja, ich bewundere ihr Teamwork. Aber ich denke, Elefanten sind sanfter als Löwen. Ich stimme zu. Elefanten sind sanfte Riesen, während Löwen furchtlose Jäger sind. Beide Tiere sind auf ihre Weise erstaunlich. Ich liebe es, über verschiedene Tiere zu lernen. Jedes hat seinen einzigartigen Platz in der Welt. Das ist wahr. Jedes wilde Tier ist wichtig für das Gleichgewicht der Natur. Ich glaube, dass wir durch den Schutz von Tieren unseren Planeten schützen. Ich fühle mich sehr glücklich, wenn ich wilde Tiere in der Natur sehe. Es erinnert mich daran, dass wir die Erde mit vielen wunderbaren Geschöpfen teilen. Ja, Tiere in freier Wildbahn zu sehen, ist eine schöne Erfahrung. Ich hoffe, dass mehr Menschen lernen, sie zu schätzen und zu schützen. Mia, wo hast du so viel über Elefanten gelernt? Ich habe viele Bücher gelesen und Dokumentationen über Tiere geschaut. Ich besuche auch manchmal den Zoo, um sie aus der Nähe zu sehen. Das ist großartig. Ich schaue gerne Naturprogramme im Fernsehen. Sie zeigen das echte Leben in der Wildnis und helfen mir, Tiere besser zu verstehen. Ich folge auch einigen Wildtierseiten in sozialen Medien. Sie teilen interessante Fakten und schöne Fotos von Tieren. Ich werde mir diese Seiten auch ansehen. Ich möchte mehr über verschiedene Wildtiere lernen. Ich kann dir einige Links zu den Webseiten und Videos schicken, die ich mag. Gemeinsam zu lernen macht Spaß. Danke, Mia. Ich schätze das. Ich liebe es, neue Dinge über unsere Welt zu lernen. Ich auch, Liam. Jeder Tag ist eine Chance, etwas Neues zu lernen. Ich bin froh, dass wir über unsere Ideen sprechen und unser Wissen teilen können. Ja, mit dir zu sprechen macht das Lernen sehr angenehm. Ich fühle mich immer inspiriert nach unseren Gesprächen. Ich empfinde das Gleiche. Ich hoffe, wir können weiter über Tiere und die Natur sprechen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Deutsch zu üben und mehr über die Welt zu lernen. Ich stimme zu. Lass uns planen, beim nächsten Mal über ein anderes Tier zu sprechen.
Vielleicht können wir über Bären oder Delfine diskutieren. Das ist eine gute Idee. Ich würde gerne mehr über Bären und ihre Lebensräume lernen. Delfine sind auch sehr interessant. Sie sind sehr intelligent und verspielt. Ja, ich denke, jedes Tier hat etwas Besonderes. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich auch, Liam. Danke für das heutige Gespräch über Elefanten. Ich habe viel gelernt und hatte Spaß. Danke, Mia. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Elefanten sind wirklich erstaunliche Tiere und ich bin froh, dass wir unsere Gedanken darüber teilen konnten. Ich werde mich an die Fakten erinnern, die wir heute besprochen haben. Elefanten sind sanft, gesellig und sehr intelligent. Sie leben in Familien und brauchen unseren Schutz. Ja, und ich werde auch mehr Dokumentationen ansehen, um mehr über Elefanten und andere wilde Tiere zu lernen. Jedes Tier ist wichtig und wir müssen daran arbeiten, sie zu schützen. Ich stimme zu. Ich hoffe, eines Tages kann ich Elefanten in freier Wildbahn sehen. Es muss eine wunderbare Erfahrung sein. Ich hoffe es auch. Sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, wäre sehr inspirierend. Vielleicht können wir eines Tages einen Ausflug in einen Nationalpark planen. Das ist eine großartige Idee, Liam. Ich würde gerne einen Nationalpark besuchen und Elefanten und andere Wildtiere aus der Nähe sehen. Lass uns diese Idee für die Zukunft im Hinterkopf behalten. Für jetzt bin ich glücklich, dass wir heute über unser Lieblingstier sprechen konnten. Ja, danke, dass du deine Gedanken mit mir geteilt hast. Ich lerne immer so viel aus unseren Gesprächen. Und ich spreche immer gerne mit dir. Es macht das Üben von Deutsch spannend und interessant. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch über ein anderes wildes Tier. Ich auch, Liam. Ich bin gespannt, mehr zu lernen und neue Ideen mit dir zu teilen. Hab einen schönen Tag, Mia. Bis zum nächsten Mal. Danke, Liam. Hab einen wunderbaren Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mia. Wilde. Wilde. Die wilde Blume wächst im Wald. Er liebt die wilde Natur. Sie hat einen wilden Hund adoptiert. Tiere. Tiere. Die Tiere im Zoo sind sehr interessant. Ich liebe es, Tiere zu beobachten. Viele Tiere leben im Regenwald. Elefanten. Elefanten. Die Elefanten leben in Afrika und Asien. Elefanten sind die größten Landtiere. Wir haben Elefanten im Zoo gesehen. Interessant. Interessant. Das Buch ist sehr interessant. Ich finde Geschichte interessant. Die Kunstausstellung war wirklich interessant. Beeindruckend. Beeindruckend. Die Aussicht ist beeindruckend. Ihr Talent ist wirklich beeindruckend. Das Konzert war sehr beeindruckend. Gesellig. Gesellig. Das gesellige Treffen war ein großer Erfolg. Sie ist eine sehr gesellige Person. Gesellige Abende mit Freunden sind immer schön. Matriarchen. Matriarchen. Die Matriarchen führen die Familie. In vielen Kulturen sind Matriarchen sehr respektiert. Die Matriarchen treffen wichtige Entscheidungen für die Gruppe. Nahrung. Nahrung. Nahrung ist wichtig für die Gesundheit. Tiere brauchen auch Nahrung, um zu überleben.
Wir sollten auf gesunde Nahrung achten. Wasser. Wasser. Ich trinke Wasser. Das Wasser ist kalt. Wir brauchen mehr Wasser. Kommunizieren. Kommunizieren. Wir müssen klar kommunizieren. Menschen kommunizieren auf verschiedene Weisen. Es ist wichtig, um Probleme zu lösen, zu kommunizieren. Gedächtnis. Gedächtnis. Mein Gedächtnis ist nicht so gut. Ich übe, um mein Gedächtnis zu verbessern. Das Gedächtnis spielt eine wichtige Rolle beim Lernen. Wilderei. Wilderei. Wilderei ist ein großes Problem für die Tierwelt. Die Wilderei bedroht viele gefährdete Arten. Wir müssen gegen die Wilderei kämpfen. Habitatverlust. Habitatverlust. Der Habitatverlust betrifft viele Tierarten. Wir müssen den Habitatverlust stoppen. Der Habitatverlust ist ein großes Umweltproblem. Schützen. Schützen. Wir müssen die Natur schützen. Ich möchte meine Kinder schützen. Regeln helfen, die Gesellschaft zu schützen. Ökosystem. Ökosystem. Das Ökosystem ist sehr wichtig für die Natur. Im Ökosystem leben viele verschiedene Tiere und Pflanzen. Ein gesundes Ökosystem unterstützt das Leben auf der Erde. Samen. Samen. Die Samen wachsen schnell. Ich habe die Samen in die Erde gepflanzt. Die Blumen kommen aus den Samen. Starker. Starker. Er ist sehr stark. Die starke Sonne scheint heute. Sie hat einen starken Willen. Gefühle. Gefühle. Ich habe viele Gefühle. Gefühle können manchmal verwirrend sein. Es ist wichtig, über seine Gefühle zu sprechen. Beziehungen. Beziehungen. Beziehungen sind wichtig im Leben. Gute Beziehungen fördern das Glück. Ich pflege viele Beziehungen zu Freunden. Erfahrung. Erfahrung. Die Erfahrung ist wichtig für das Lernen. Ich habe viel Erfahrung in diesem Beruf. Er erzählt von seiner Erfahrung im Ausland. Wie finden Mia und Liam Elefanten? Was ist eine wichtige Eigenschaft von Elefanten, die Mia erwähnt? Wie finden Mia und Liam Elefanten? Was machen Elefanten, wenn ein Babyelefant in Schwierigkeiten ist? Gute Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.